Da oben. Den Schneekugeln. Und ich kann Schiffchen fahren. I took the fisherman's boat to the So, mainland. war aus. Ja. Du hast das The Schifferboot fisherman was right. Alles war Everything kaputt. was in pieces. Everything had been destroyed. Ja. I docked the boat in some ruins. They must have once been a town. Da bin ich aber gespannt. Auf jeden Fall gibt es hier noch Strom. Ups. Damit habe ich nicht gerechnet. Ich bin wieder am Dach kollidiert. Schuhe machen wieder fertig. Und Dach. Und nicht Dach. Dafür Eingangstür. Müll. Zahnrad. Da kann ich nicht dran. Hinter der Tat. Aber ich komme hier auch nicht durch. Warte mal. Ich komme da echt nicht durch. Aber was ist das für ein Muster? Hä? Ja, danke. Ich wollte... Nein, an die Decke, okay. Okay, so komme ich hier weiter. Und dann komme ich hier weiter. Yep, das ist ganz schön brainig hier. Das war Brain Damage. Oh. I was confronted by a Hi. lovable fat old dog. He almost looked pleased to see me. Ja, der mag... Aber so. Suddenly, 3 men appeared holding large guns. Or at least 2 men and what looked to be a pregnant woman. Incredibly, it was Mr. Silton. Hey, Mr. I thought Silton. you'd been shut down, he said. I mean, it's been years. I'm not Okay. really sure what happened, I replied. I then told him about me cleaning a million things. He laughed and said, nothing changes. Ja, He then showed Finger. me into what was surprisingly a really nice house. Please excuse my husband, said the pregnant lady. I'm Edwina, but everyone calls me Eddie. hello I Edwina. believe Eddie. you know this idiot. And that's Preston. Hey Preston. We've met, said the small man. It was me that delivered that thing, remember? All you used to deliver was weed, mumbled Mr. Silton as he put the dog dish on the floor. And Okay. I was there that night, when this twat was off his face on mushrooms. Thanks for letting me and the dog stay, by the way. Yeah, well, we like the dog, said Mrs. Silton. And I suppose I've got you to thank for us meeting. What with you giving Barry those dodgy magic mushrooms? She pulled out an old photograph. It was one that Heather had taken the night I had saved Mr. Silton. Ja, schöne Zeiten. Als Papa noch lebte. Sie hat das Foto gemacht, warum ist sie damit drauf? Egal. Ja, schöne It alte Zeit. reminded me of everyone else, so I asked what had happened to them. Okay, erzähl mal. Die alte Mr. Dame. Silton said Alice had a small place in the countryside. The professor had holed up in one of the old man's factories.
Mr. Deck was, believe it or not, now a presenter on the only state television channel. And Heather and her mother lived on a government compound where they both worked. Okay. I asked about the old man, surprised that Mr. Silton hadn't mentioned him. He's dead, said Mr. Silton. Sorry, I thought you knew. Oh. Anyway, said Mr. Preston, I thought you said that robot thing found the mushrooms for you, in that hoarder's manky old barn. Mr. Silton looked embarrassed. Well, said Mrs. Silton, I guess we've got you to thank for getting us together then. Ja, hey. Mal gern Time geschehen. for bed, I think, said Mr. Silton. Make yourself comfy, and we'll see you in the morning. Wieso schickt die den noch pennen? Naja. Oh ja, ich kann. Steuern. Können der Roboter streuen? Das ist eine gute Frage. Und zack. Hoch und runter. Hey, nicht so schnell, ich bin nicht so. Ich kann doch nicht. Hui. Zu Hause ist, wo das Herz ist. Der Weg nach Hause. The next day, I thought it might be a good time to ask about the war, Ja, mach judging mal. by the look on everyone's faces. It wasn't. Well, the war, said Mr. Silton. Barry interrupted his wife. Can I see you for a minute? And dragged Mr. Silton out of the room, leaving me with Mr. Preston. Weg bleibt immer gleich. All of a sudden, Mr. Silton appeared. How about a tune-up, he said. Mrs. Silton started to make some food, and Mr. Preston was playing with the dog, leaving me to chat with Mr. Silton. I said that I really wanted to see everyone else, but Mr. Silton said that it wouldn't be that easy. Traveling now, especially for a robot, is complicated. Go back to the house, you could even do some cleaning. Wait there and I'll work out a way to get you to each of them. I told him that I couldn't get into the main house because the hallway ceiling had collapsed. I have just the thing, said Mr. Silton, as he pulled some sort of card out of his pocket. If you can get into the caves under the house, you can use this security pass to get into the old man's laboratories. You can get into the main house that way. Das ist gut. I was so excited, I would be able to get back into my old room. I said thanks, and made my way to the front door. Also, I think you might be able to help us out, said Mr. Silton, but we will meet up back at the old man's house in a couple of days. You head there and we'll see you soon. Okay. Ich dachte schon, er wollte mir jetzt eine Diskette geben, wo wieder was drauf ist, was ich gebrauchen kann. Jetzt muss ich wieder zurücklaufen. Guck mal Müll. Ist 20.000 Stück Müll gesammelt. I wasn't sure what to do with this machine. Oh. The huge door was sealed shut. I wasn't sure how to get inside. The huge Wahrscheinlich auch door gar was nicht. sealed shut. I wasn't sure how to get inside. Gar nicht fürs Erste, würde ich sagen. Habe ich das schon gesagt? Ja, ne? Okay, ich muss wieder zurücklaufen. Für die altbekannten Wege.
Und nochmal von vorne. Und ab ins Boot. Kurzen Wahl, und wie kommen die denn jetzt eigentlich darüber? Wieso fliege ich so gerne ins... Okay, das ist immer noch da. War ich ja auch schon drin. Hier dürfte sich nichts geändert haben. Ich habe ja nichts gekriegt Neues. Außer diese einen Karte für das Kellergewölbe. Okay, nochmal von vorne. Achso, was haben wir denn hier oben eigentlich? Gut für den Nacken, glaube ich. Ah, wollte ich da mal rein. Hier war ich schon mal. Irgendwie muss ich noch dazu kommen, diese komischen Taste zu drücken. Hier war ich gerade rein. Manchmal frage ich mich, wie ich überhaupt bis heute überlebt habe. Naja. Irgendwie habe ich das Gefühl, ich sollte noch nicht hier sein. Ja, reicht dir das ja? Okay, wir sollten jetzt wir wollten uns jetzt hier irgendwo treffen für irgendwelche Geheimabsprachen. Vielleicht hier drin. Hier ist noch der Jazz. Hier Jazz. Sollte ich jetzt irgendwas machen hier, oder? Wir sehen uns bei dem alten Haus.
Ich weiß nicht, warum ich jetzt hier noch mal reinrenne. Aber es hat bestimmt was damit zu tun, dass ich keine Ahnung habe, was ich jetzt tun soll. Gibt es hier irgendwo einen Hinweis? 62 Müll hier, aber Mr. Silton schlug vor, dass ich zurück zum Haus des alten Mannes gehen sollte. Mit seiner Sicherheitskarte meinte er, könnte ich durch den Keller hinein. Ups. Also brauche ich jetzt hier einen neuen Weg oder so. Okay, durch den Keller hinein. Habe ich hier was übersehen mit einem Keller vor der Tür oder irgendwas? Also ich würde gerne da rein, aber... Hier die Tür hier nicht. Kann ich hier hinten nach jetzt nicht? Ich kann hier irgendwie nach hinten. Okay, letzte Dach. Ah, jetzt komme ich hier hin. Das ist schon mal gut. Also wenigstens etwas. Kann ich wieder Müll absammeln. Yeah. Und wie viel haben wir hier noch übrig? 254. Aber wo komme ich jetzt in den Keller rein? Ich erinnere mich nicht, dass ich hier was übersehen hätte. Aber vielleicht habe ich ja doch was übersehen. Ich kann es mal hier versuchen, irgendwie reinzukommen. Aber hier ist auch kein Weg nach unten. Hier ist nicht. Und hier ja auch nicht. Und somit habe ich absolut keine Ahnung, was ich jetzt machen müsste. Außer in die richtige Richtung zu laufen. Und ich will auch so eine Schuhe. As I walked through the old church ruins, I was surprised to hear Mr. Silton calling me. He said he had forgotten to give me something, and the church's community hall would be the perfect place to try it out. As soon as we walked into the hall, Mr. Silton said he had a present for me. It was a pair of Atlas gloves. They made me think of the old blind man with the cat, and his stolen Atlas gloves.
I wonder Okay. if Mr. Silton knew how lucky he was to still have them with a glove thief around. Mr. Silton asked me to try the gloves on and start chucking things around. But not him. He was very clear about that. Mr. Silton suggested we clean the hall. Of course I knew when he said we, he meant me. But I was happy to try out my new gloves. He said I should clear everything off of the basketball court and put the things on the floor either side. I fiddled with the settings for a bit, but when Mr. Silton saw I was having trouble, he produced a small manual. He explained that pressing down and X would pick a thing up. X would then throw the thing, and if I wanted to place it on the floor, I should again press down and X. Okay. He looked more and more confused as he read all this, but eventually he finished by saying, "Well, I hope that made more sense to you than it did to me." Hoffe ich auch. Okay. Nicht, dass der Kopf hat. Okay, hier machen wir den kurz. Ich möchte dich mal kurz in Ruhe. Kurz. Na komm. Das wollte ich gar nicht machen. Wo wolltest du es sicher sein? Okay, wo kommt das Scoreboard hin? Okay, den kurzen Jesus, den kann ich, glaube ich, so hinlegen, wo ich ihn... runter und ablegen. Ich hätte da mal eine Frage. Was muss wohin? Ach, der will das nicht am Finger ziehen, okay. Ich kriege noch einen Korb geworfen. Yeah, aber das hilft nicht.
Okay, was muss ich hier machen? Überbaut sind klein, nein.